Lieblingsstücke 2, Pression von Helmut Lachenmann. Und das geht so los. Das Stück ist 1969 entstanden, zu einer Zeit, als in vielen Bereichen unserer Gesellschaft Sachen entstanden sind, die sich alle unter Emanzipation zusammenfassen lassen, die wir mittlerweile für selbstverständlich halten, die damals eben erkämpft werden mussten. Aber 1971 zum Beispiel, 2 Jahre später, wurde in der Schweiz endlich auch das Frauenwahlrecht eingeführt. Ungefähr zu der Zeit wurde in Deutschland die Regelung abgeschafft, dass verheiratete Frauen, wenn sie arbeiten wollen, eine Genehmigung ihres Mannes brauchen. Also Emanzipation spielt auf vielen Ebenen eine Rolle, nicht so sehr in der Sprache. Damals fand man noch, dass das generische Maskulinum ausreicht, um alle Menschen zu bezeichnen. Und so heißt das Stück mit vollem Titel Pression für einen Cellisten. So würde man es heute vielleicht nicht mehr nennen. Das Entscheidende ist aber nicht die Frage, ist es ein Cellist oder ist es eine Cellistin, sondern überhaupt, bis dahin hießen Stücke für Cello. Auch heute noch heißen sie meistens für Cello und nicht für einen Cellisten. Und diese Fokusverschiebung vom Instrument auf den Spieler oder die Spielerin ist etwas ganz Entscheidendes für das Stück. Weil es, wenn ich eine Bach-Suite höre, interessiert mich der Spieler natürlich oder die Spielerin unter dem Aspekt, wie er sie das Musikstück gestaltet, welcher Ausdruck reingelegt ist und so. Aber es ist doch das Cello, was im Vordergrund steht. Und Lachenmann dreht es um. Es ist derjenige, die Person, die das Instrument spielt, die im Vordergrund steht. Und damit steht auch das Handwerk des Spielens im Vordergrund. Also Musiker sind nicht die Halbgötter in Schwarz, Musik ist nicht aus dem Himmel gefallen, sondern Musik wird von Menschen gemacht. Und das hört man auch sofort. Es gibt dieses Rauschen mit dem, Rauschen mit dem Finger die Seite hoch und runter. Das kommt bei normalem Cello-Spielen immer vor. Wenn ich das spiele, ist es dabei. Ist aber überdeckt von dem Ton. Genauso auch das Rauschen des Bogens auf der Seite. Das ist auch immer dabei, wird aber normalerweise auch über den Ton verdeckt. Das heißt, es gibt diese schöne Schicht des Klangs, die aber eine Basis in ihrer Entstehung hat, eine handwerkliche Basis in der Entstehung, die normalerweise gar nicht vorkommt. Und Lachenmann rückt diese handwerkliche Basis in den Vordergrund. Mit der Behauptung dabei, das ist doch auch alles schön, muss man dazu sagen. Der Ausgangspunkt ist also zu gucken, was passiert bei dem Cello alles noch über das Spielen von schönen Tönen hinaus. Dann geht er aber damit auch anders um, ich zeige das gleich, und tastet damit das Cello sozusagen ab nach lauter Möglichkeiten, wie man noch Klänge darauf produzieren kann, und findet wirklich die zauberhaftesten Klänge, die sich eigentlich immer im Zusammenhang auch, kann man erklären, wie es zu diesen Klängen jetzt gerade kommt. Dafür reicht die Zeit aber jetzt nicht, das zu zeigen. Ich will nur, weil das innerhalb des Lieblingsstückes eigentlich eine Lieblingsstelle von mir ist, eine Sache da noch zeigen, wie er aus diesem reinen, ich mache das, was sowieso da ist, hinauskommt. Am Anfang, ich hatte das ja gespielt, die linke Hand macht das, was sie immer macht, sie bewegt sich vertikal, die rechte Hand macht auch das, was sie immer macht, sie streicht, also sie bewegt sich horizontal. Dann gibt es diese Stelle. Wo Lachenmann plötzlich die Bewegung sozusagen um 90 Grad dreht. Also die linke Hand wird aus der Vertikale in die Horizontale gedreht und plötzlich ist es die linke Hand, die streicht. Den Bogen muss ich da natürlich hinhalten, weil sonst nicht zum Streichen darf er, sonst wäre es ja nur eine Pantomime. Und auch da lassen sich die Klänge gleich schon wieder differenzieren. Wenig später geht es dann so weiter.
Das heißt, jetzt betrifft diese Drehung 90 Grad auch die rechte Hand. Der Bogen verlässt die Horizontale und geht in die Vertikale. Dabei passiert aber gleich noch was anderes. Die Bogenhaare werden jetzt plötzlich zu Seiten und neben allem Kratzen produzieren sie auch eine Tonhöhe. Und Lachenmann schreibt vor, am Anfang soll ich die Hälfte der Haare nehmen, dann soll ich ein Viertel der Haare nehmen. Das heißt, ich halbiere die Seitenlänge nochmal und da kommt eine Oktave raus, was eben ganz gut zu erkennen war. Es ist schwer zu hören. Also diese beiden Töne sind es eigentlich. Man ist natürlich so irritiert, weil es so viel kratzt, aber diese Tonhöhen sind dabei. Gut, wie auch immer, es ist jedenfalls, dieses Drehen um 90 Grad ist auch so eine Methode, wie er ganz verschiedene Klänge verknüpfen kann und wie er ausgehend von einem Klang nicht einfach irgendwas Neues dazu erfindet, sondern eine Verbindung auch gleich zwischen diesen Klängen macht. Sodass man von dem Stück insgesamt sagen kann, es ist eben nicht einfach ein Katalog von Klängen, die vorkommen auf dem Cello. Und er zeigt nicht nur, was man alles noch machen könnte, sondern es ist alles komponiert, es ist alles verbunden. Und es ist mir diese Stelle ganz besonders, aber auch viele andere Stellen, ist mir jedes Mal eine Freude, wenn ich das Stück spiele, zu sehen, wie eng alles miteinander verknüpft ist und wie wirklich diese Klänge, die man 1969 so auf dem Cello im Wesentlichen noch überhaupt nicht gehört hatte, wie die alle wirklich zu Musik werden.